Es gibt Gothic Remake News von der Gamescom. Ausgewählte Leute konnten den aktuellen Stand des Gameplays begutachten. Heute sprechen wir über die Einblicke, die der Autor William Schubert in seinem Artikel auf TechRadar nach seinem Besuch auf der Gamescom geteilt hat. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Aber lasst uns ohne weiteres umschweifen in die Details eintauchen. In der Live-Demo, die von Producer Reinhard Pollitsche im Beisein von Gothic-Soundtrack-Legende Kai Rosenkranz gesteuert wurde, ging es noch nicht um die Hauptstory, denn es wurde ein anderer Charakter genutzt, um das Gameplay zu zeigen. Der Hauptprotagonist Niras ist nicht der namenlose Held, den wir alle aus dem Original kennen. Er wurde wegen Mordes etwa ein halbes Jahr vor dem eigentlichen Beginn von Gothic 1 in die magische Barriere geworfen. Dennoch keine Sorge, im Remake werden wir natürlich den namenlosen Helden spielen. Aber hier kommt der spannende Teil. Als Niras in der Kolonie ankommt, wird er von niemand Geringerem als Diego begrüßt. Dieser Moment erinnert stark an den Einstieg der klassischen Version von Gothic. Was besonders beeindruckend war, ist Diegos Charaktermodell im Remake. Es gibt keine Spur von der Interpretation aus dem Playable Teaser. Dies ist der Diego, den viele von uns seit über 2 Jahrzehnten kennen und lieben. Als Niras dann endlich auch von Reinhard durch die Welt gesteuert wurde, spürte man sofort die Entdeckerlust, die das Originalspiel so fesselnd gemacht hat. Ursprünglich wurde gesagt, dass die Welt des Remakes um 15-20% größer sein wird als das Original, um all die neuen Details und Erweiterungen unterzubringen. Doch während dieser Präsentation korrigierte Pollitsche diese Zahl. Er gab an, dass die Welt tatsächlich um 20-30% größer sein wird. An dieser Stelle wurde auch nochmal bestätigt, dass das Remake 2024 erscheinen wird. Was in der Live-Demo, aber auch in den neuen Trailern auffällt, ist das Licht. Es ist recht hell an einigen Stellen, was die düstere Atmosphäre, die wir von Gothic kennen, etwas vermindert. Viele in der Community haben das bereits bemerkt und Reinhard und Kai haben bestätigt, dass sie sich dieser Feedback-Punkte bewusst sind und bereits an Anpassungen arbeiten. Das ist schon mal beruhigend zu hören. Technisch gesehen gibt es auch spannende Neuigkeiten. Alchemia Interactive hat in der Entwicklungsphase einen großen Schritt gemacht und von der Unreal Engine 4 auf die beeindruckende Unreal Engine 5 gewechselt. Reinhard betonte, dass dieser Wechsel viele Vorteile mit sich bringt und sie diese Chance unbedingt nutzen wollten. Aber nun zurück zum Gameplay. Niras findet zuerst eine Spitzhacke genauso wie zu Beginn an Gothic 1. Interessanterweise hält er sie etwas ungeschickt, was dem Original treu bleibt. Der Autor hat bei Reinhard und bei Kai nachgefragt, wie sich das Spielgefühl über die verschiedenen Kapitel entwickeln wird. Sie versichern ihm, dass es dem Original treu bleibt, jedoch mit modernen Elementen ergänzt wird. Besonders im Schläfertempel, selbst wenn der Held mit Urizil bewaffnet ist, wird es noch immer Herausforderungen geben. Als Niras sich dem alten Lager nähert, bemerkte der Autor sofort Veränderungen am Kastell. Kurz darauf begegnet Niras Kirgo, dem Arenakämpfer, der versucht, einen verschütteten Weg freizumachen. Er hat viel zu tun, nimmt sich aber Zeit für ein Gespräch. Der Autor hebt hervor, wie die Neugestaltung der Dialoge im Spiel zum Tragen kommen, insbesondere als Kirgo von seiner Vergangenheit in der Wüste Varant und seiner Frau namens Rosi erzählt. Aber trotz dieser neuen Details bleibt der typische Gothic-Ton erhalten. Es gab auch einen Übungskampf zwischen Niras und Kirgo. Mit einer Spitzhacke bewaffnet trat Niras gegen den Gardisten an. Trotz des Übungscharakters war der Kampf überraschend blutig, was den Autor hoffen lässt, dass dies in der finalen Version noch ein bisschen angepasst wird. Das Kampfsystem erinnert stark an das Original, wobei der Autor sich für die endgültige Version mehr Dynamik und zusätzliche Mechaniken wie Ausweichen und Blocken wünscht. Nach dem Kampf gab Kirgo Tipps zur richtigen Waffenhaltung, was darauf hinderte, dass das Kampfsystem im Remake wie gewohnt durch Training bei den Lehrern verfeinert werden kann. Der Autor war auch gespannt auf das Plateau über der verlassenen Mine, insbesondere um den neu gestalteten Goblin in Aktion zu sehen. Trotz anfänglicher Bedenken aufgrund der bislang veröffentlichten Teaser war er vom Design des Goblins beeindruckt. Bei anderen Kreaturen wie den Scavengern hat er jedoch gemischte Gefühle, da sie durch ihre Knochenpanzer bedrohlicher wirken, als sie es vielleicht sollten. Es gab auch noch eine interessante Frage zu den Arena-Kämpfen. Nachdem bereits bestätigt wurde, dass es neben menschlichen Gegnern auch Monsterkämpfe geben wird, wollte der Autor mehr darüber erfahren, insbesondere wie das Remake die Story-Wendung im 4. Kapitel behandelt, bei der das alte Lager und die Arena im Original nicht mehr zugänglich sind. Reinhard Pollitsche antwortete darauf, dass es im Remake Möglichkeiten geben wird, die Arena-Kämpfe auch nach dem 4. Kapitel fortzusetzen. Dies deutet darauf hin, dass das Remake diesen Abschnitt des Spiels anders angehen wird. Der Autor spekuliert daraufhin, könnte es eine zweite Arena geben, vielleicht im Untergrund oder in einem anderen Lager? Oder besteht vielleicht die Möglichkeit, dass man als Gardist weiterhin Zugang zum alten Lager hat? Könnte man sogar am Komplott der Erzbarone beteiligt sein und eine Mitschuld am Mord der Feuermagier haben? Diese Gedanken und Spekulationen sind natürlich spannend, aber Reinhard und Kai geben dazu keine weiteren Kommentare. Ja, und das war erstmal alles Wichtige zu den Neuigkeiten von der Gamescom. Was denkt ihr? Sind die Entwickler auf dem richtigen Weg? Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten. Für weitere Gothic News lasst gerne ein Abo da und ja, danke fürs Einschalten, macht es gut, ciao!